Als Lkw-Fahrer liebt Manuel Krauer seinen Job, auch wenn ihn dieser zum Frühaufsteher gemacht hat. Morgens um 5 Uhr ist der 29-Jährige längst auf den Beinen, zum Beispiel hier beim Beladen seines Mercedes-Benz Actros mit frischen Milchprodukten. Der Actros von Manuel Krauer ist unterwegs für die Emmi AG, also der größten Molkerei in der Schweiz. Im Fuhrpark von Emmi gibt es 64 Zugmaschinen und rund 100 Auflieger. Der Auflieger, mit dem Manuel Krauer unterwegs ist aber ein ganz besonderer, denn er ist mit der neuartigen Rekooperationsachse von SAF ausgerüstet. Die Rekooperationsachse ist diese in der Mitte, auch wenn der Pfeil woanders hinweist. Mit ihr wird während der Fahrt sozusagen elektrische Energie für das Kühlaggregat erzeugt, um Emissionen zu vermeiden und den Kraftstoffverbrauch zu senken. Aber wie kalt ist es auf so einem Auflieger überhaupt und weshalb ist hier die richtige Temperatur so wichtig? Also wir haben intern die Regel, dass zwischen 2–3 Grad eigentlich der Kühler eingestellt sein muss. Und die Temperatur muss auch gehalten werden, solange die Ware drauf ist. Eigentlich den ganzen Tag muss der Kühler diese Temperatur haben. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass Milch schlecht wird oder die Joghurt oder sonstige Milchprodukte, Käse. Das verleitet alles keine Wärme. Milchprodukte sind immer eine leicht verderbliche und empfindliche Fracht und die Kühlkette darf während der gesamten Tour nicht unterbrochen werden. Die Funktion der Rekuperationsachse von SAF zu erklären, ist eigentlich ganz einfach. Chauffeur Manuel Krauer, wie die Lkw-Fahrer in der Schweiz genannt werden, vergleicht sie in ihrer Funktion mit einem klassischen Fahrraddynamo. Doch lassen wir Manuel selbst erklären. Früher konnte man ja auch ans Rad den Dynamo andrehen und nachher produzierte man so Strom. Und hier ist das ähnlich. Es ist einfach die Achse, die mitläuft und eigentlich gezogen wird und so Strom produziert. In jedem Fall ist also die Umwelt der Gewinner, weil das zusätzliche Dieselaggregat am Trailer entfällt und für die Energie der Kühlung kein Dieselkraftstoff mehr verbrannt werden muss. Weniger CO2-Belastungen durch den geringeren Kraftstoffverbrauch sind die unmittelbare Folge der umweltfreundlichen Achstechnologie. Natürlich hat die Rekuperationsachse auch Auswirkungen auf die Arbeit des Lkw-Fahrers. Das gilt vor allem für die Geräuschkulisse in der Fahrerkabine. Da dieses Aggregat nicht über den Diesel läuft, ist das eigentlich viel ruhiger. Da mit dem Diesel und alles, das war ziemlich laut und eigentlich auch belastend für Leute, die in einem Dorf wohnen. Aber jetzt merke ich, dass es ruhiger ist und angenehmer auch. Bislang sind bei der Schweizer Emmi AG 4 solcher Auflieger mit SAF-Rekuperationsachsen im Einsatz. Aber weitere Auflieger dieser Art sind bestellt und signalisieren damit, dass die größte Molkerei in der Schweiz ihr Engagement und den damit verbundenen Umweltaspekt sehr ernst nimmt. Die kleinen Sachen, die machen etwas Großes aus. Ist das jetzt viel? Nein, es ist nicht viel, aber ein paar Tonnen CO2. Und wenn das jedes Unternehmen sich ein bisschen würde daran beteiligen, hätten wir dann ein paar Tonnen gespart. Aber ich sage, nichts machen ist immer das Falsche. Macht mit, macht was. Und ob es dann der Riesenplayer ist, ob das der Durchbruch ist, das wissen wir alle nicht. Das können wir in 10 Jahren sagen und sagen, ja, wir haben etwas falsch gemacht. Aber nein, wir haben gesagt, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Die Bedienung des Kühlaggregates erfolgt per Knopfdruck und ist für jeden Lkw-Fahrer ein Kinderspiel. Bevor es losgeht, muss ein Hauptschalter ausgelöst werden, damit sich die Batterie aufladen kann. Chauffeur Manuel Krauer hat Spaß an der neuen Technologie, die ihm zeigt, dass auch Lkw-Fahrer etwas für die Umwelt tun können. Überhaupt fühlt sich Manuel in diesem Gewerbe gut aufgehoben. Ich bin Quereinsteiger. Und ich habe die Leidenschaft für das Fahren eigentlich erst im Nachhinein entwickelt. Und bei Emmi gefällt es mir sehr, weil ich kann auch jeden Tag zu Hause schlafen
und habe Zeit für Familie, Freunde und derweiligen. Vor allem aber durchquert Manuel mit seinem LKW die schönsten Regionen der Schweiz und lernt dadurch seine Heimat von einer besonderen Seite kennen. Bislang ist die Emmi AG sehr zufrieden mit dem Einsatz der neuen E-Achsen von SAF und testet die neue Technik täglich auf wirtschaftliche Vorteile und Nachhaltigkeit. Dabei ist die Großmolkerei froh darüber, mit dem Achsenhersteller einen umweltorientierten Partner gefunden zu haben. Ich sage, wenn man keinen Mut hat, dann wird man auch nicht zum Pionier. Wenn eine Firma keine Projekte mehr hat, dann ist sie eigentlich gestorben. Also wichtig ist immer, man hat eine Idee, dann kommt natürlich das Geld und dann irgendwann muss man sagen, so, wir haben den Mut und wir machen was. Und mit SAF haben wir einen super Partner gefunden, wo auch zukunftsorientiert die Nachhaltigkeit schaut. Die Emmi AG ist ein internationaler Konzern. Deshalb sollen die Rekuperationsachsen schon bald weltweit getestet werden.